Schnall die Dinger da hinten rein. Wir haben dann immer noch mal kurz Blickkontakt, wenn noch mal ein paar Situationen sind, dann will er noch mal alles gut. Das sind halt Emotionen halt, ne? Das ist, der stand dann halt im Weg und dann musste halt dran glauben. Ich bin Matthias Kleinsteiber, Torwarttrainer der Profimannschaft von Borussia Dortmund. Ich bin geboren in Meiningen, aufgewachsen in Schmalkalden, also in Thüringen. Ich habe bei Rot-Weiß Erfurt gespielt, war da im Internat und auf einmal musste ich zum Telefon runter und war jemand von Borussia Dortmund dran und hat dann einfach mal gefragt, ja, kannst du dir vorstellen, für Borussia Dortmund zu spielen? Da war ich 14 und ich natürlich gesagt, ja. Und das war so der erste wirkliche Kontakt mit Borussia Dortmund und ja, und danach hat das dann ja auch wirklich so geklappt und seitdem bin ich halt auch ein Teil von Borussia Dortmund. Ich habe als Spieler angefangen in der U17, habe alle, also U17 und U19 durchlaufen. Glücklicherweise durften wir auch ein paar deutsche Meisterschaften feiern. Auch. Danach in der U23 als Torwart gewesen, immer bei den Profis mal reingeschnuppert, ein paar Mal auf der Bank gesessen und musste dann aber 2005 meine Karriere beenden aufgrund ein paar gesundheitlicher Probleme. Und durfte dann direkt den Übergang machen. Als Übergang hatte ich direkt als Trainer auch und habe da das erste Jahr als Torwarttrainer direkt angefangen. Und ab 2006 habe ich auch das Jugendhaus übernommen mit meiner Frau. Wir haben geheiratet, die ist Erzieherin und durfte das dann übernehmen mit meiner Frau. Und ist auch ein bisschen ein spannendes Projekt, weil ich selber da drin gewohnt habe im Jugendhaus, als Spieler auch. Von daher war das schon was Besonderes und ja, das haben wir 11 Jahre zusammen gemacht. Zeitgleich war ich natürlich weiterhin Torwarttrainer. U23 und dann auch durfte ich dann 2017 zu den Profis dazukommen mit Teddy de Beer damals noch. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier groß geworden vom Kind, vom Jugendlichen zum BVB. Das ist was Besonderes hier in der ganzen Region und ja, es ist mein Herzensverein. Ein Leben ohne Borussia Dortmund ist sehr, sehr schwer vorstellbar aktuell. Auf geht's, Männer, auf geht's. Bab. Mahlzeit, ihr Herren. Mahlzeit, grüßt euch. Auf geht's, Männer. Also das Aufwärmen vorm Spiel ist eine ganz klare Routine, muss man einfach sagen. Das sind immer wiederholte Abläufe, gleiche Abläufe. Es kann sein, dass man mal grundsätzlich das Aufwärmen irgendwann mal wieder ändern, aber dann wird dieses Aufwärmen auch permanent wiederholt, weil das Vorbereiten auf den Gegner, das passiert eigentlich unter der Woche. Wenn wir gewisse Situationen mal durchspielen, das ist eher da. Und an dem Spieltag aufwärmen geht es wirklich nur um Routinen für den Torwart, Sicherheit zu holen, einfach ein Aufwärmen, vorbereiten auf den Wettkampf hinterher. Aber das sind jetzt keine speziellen auf den Gegner angepasst, das wird eher in der Woche gemacht. Und da geht es wirklich nur dem Torwart, der gleich auf dem Feld steht, ein gutes Gefühl zu geben, dass der sich wohlfühlt, dass der mit einem guten Gefühl auf dem Platz stehen kann. Gut so. Ist ja geiler Ball. Jawohl. Willst du einen oben abholen, jede Seite oder zwei? Ja, wir können auch zwei. Okay. Die entscheide du selber, ich sehe ja dann. Gut so. Super Bedingung. Das Gefühl, Bälle sind platt, wenn ich die lang schlage. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, es ist richtig so ein Flupp. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich meine, heute ist es nicht so kalt, ne? Eigentlich nicht, aber manchmal, ich hatte das Gefühl, dass die gut flogen. Ich hatte das unter der Woche Weißt du? mal irgendwann beim Training auch mal. Hatte ich irgendwie, dass die platt wirken. Deswegen habe ich Matze gesagt, vor dem Spiel war das sogar. Ja, Wolski. Und nochmal. Jawohl. Gut so. Wenn die Mannschaft rauskommt, da ist irgendwie, okay, jetzt geht's los und dann kommen die Lieder und dann kommt die Stimmung und dann ist das Stadion ganz laut und ja,
ja, das macht halt Bock und das hört sich richtig geil an und das weckt Emotionen und Borussia durch und durch und das ist schon was Besonderes. Dann. Ja, sehr gut. Yes, sehr geil. Okay. Geiler Ball. Schön scharf. Flachdinger. Genau das brauchen wir. Sei ruhig mutig. Knall die Dinger da hinten rein. Sehr gut. Runterfahren. Sieht gut aus. Wann ist es aus deiner Sicht ein perfekter Spieltag? So ein 1-0, so ein 2-0, das ist schon, ja, da wird, glaube ich, jeder Torwart und jeder Torwarttrainer wird das schon so sagen. Und wie gesagt, aber über allen stehen 3 Punkte. Ich habe einen sehr guten Platz. Ich sitze in der ersten Reihe auf der Trainerbank und da auch mittendrin. Also ich bin genau mittig glaube ich, in der ersten Reihe. Ja, sitze direkt neben dem Sportdirektor auf einer Seite und heutzutage gibt es natürlich auch noch ein paar Hilfsmittel an der Linie und er hat unter anderem auch ein iPad, nochmal so einen Monitor, wo wir wirklich die Szenen nochmal sehen. Ich habe natürlich den Fokus komplett natürlich auch auf meinem Torwart. Ne? Also da ist immer mindestens ein Auge bei Greg jetzt in dem Fall, der die meisten Spiele macht. Wir haben dann immer noch mal kurz Blickkontakt, wenn noch mal ein paar Situationen sind und will er noch mal alles gut, noch mal anpassen, vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Also da ist mein Auge schon sehr drauf. Ich bin da sehr fokussiert natürlich auf seine Aufgaben, auf seine Aktionen. Das ist ein Fokus. Bin natürlich emotional dabei, wie vorne. Natürlich klar auch bei den Feldspielern dann. Ich habe nicht nur meine Augen auf dem Torwart. Ehrlich, also am Anfang war für uns irgendwie klar, das ist irgendwie Elfmeter, so sah es so aus. Dann haben wir es aber nochmal geschaut und dann muss ich ganz ehrlich sagen, für einige auf der Bank war es ein Elfmeter, ein Touch da, den die auch relativ schnell gesehen haben. Für mich persönlich, ich war mir dann nicht mehr so sicher, ob das ein ganz klarer Elfmeter war. Da ist der Giroud gehalten worden. Und der Schiri hat natürlich nicht gepfiffen, so das sieht man ja auch in den Reaktionen. Und der Schiri kam dann kurz zu uns und hat dann so die verschiedenen Arten des Haltens uns erklärt. Und dann bin ich halt hingegangen und habe ihm dann halt das einmal vorgemacht, was das für eine Art vom Halten wäre. Ne? So am Arm so richtig zu ziehen. Und ja, da hat er dann halt geschmunzelt und das ist das und das Halten. Und ja, und dann war das auch wieder schnell Thema. Ich wollte einfach nur, weil für mich war das ein klares Foul und ein klares Ziehen. Und Spielzug, den wir auch so haben möchten, den wir auch immer wieder trainieren und da war alles drin und wurden wir auch Gott sei Dank belohnt. Und dann sieht auch jeder, wenn man das auch umsetzt, was der Trainer sagt, er hat immer recht. Er sagt, wenn er reden möchte über gewisse Szenen oder ein paar Dinge, dann kann er das gerne tun und dann tauschen wir uns halt auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich direkt da spiele, das passiert dann eher in der Kabine, wenn wir dann so ein bisschen runterkommen, aber das ist dann einfach nochmal, ich bin da, wir gehören zusammen, ich unterstütze dich da, ich bin bei dir und wenn er da was loswerden möchte auf diesem Weg schon, dann sprechen wir über Dinge. Das kommt relativ oft vor, dass der Trainer so ein bisschen im Blickfeld steht. Gehe ich halt rechts und links so ein bisschen mit und gucke dann, aber manchmal sage ich, okay, dann sehe ich halt jetzt mal eben nichts, dann muss ich eben mal eine Sekunde warten, bis der Ball sich dann wieder ein bisschen bewegt. Das sind halt Emotionen halt, ne? Das ist, der stand dann halt im Weg und dann musste halt dran glauben, musste mal ein kleines Schubserchen übergehen. Er war dann auch sehr überrascht. Früher hat das unser Teammanager, der Arne Niehöster, gemacht. Und während der Corona-Zeit, da waren nicht so viele Leute auf der Bank erlaubt. Und ich
durfte da sitzen und dann ist diese Aufgabe in meinen Bereich reingefallen und seitdem liegt es in meinen Händen und unser Teammanager, der Arne, der ist froh, dass er da entspannt sitzen bleiben kann, dann hinten in der zweiten Reihe. Ich spreche dann immer noch ganz kurz den Coach nochmal an, wann wir jetzt wechseln, ob er jetzt wechseln will oder nochmal wartet, weil manchmal, klar, bei einer Standard wechseln wir eigentlich nie, aber dann haben die vielleicht nochmal einen Einwurf, selbst da will er es dann auch nicht machen. Ich hole mir das Licht, das grüne Licht hole ich mir nochmal vom Coach, Wechsel, ja. Und dann geht's ab, der vierte Offizielle weiß Bescheid, dass er nochmal ein Go kriegt von mir dann, aber ich hole mir das vom Coach nochmal ab. Klare Sache wieder. Und die wieder her von Zeit gespielt, ey. Meine Güte. Ja, das war ein perfekter Spieltag. Wir haben 2-0 gewonnen. Das heißt, wir haben 3 Punkte geholt. Wir haben zu 0 gespielt. Ja, schöner kann es nicht sein. Auch noch ein wichtiges Spiel. Sonntagabendspiel, Abschluss des Spieltages. Wir konnten unsere 3 Punkte einfahren. Rundum gelungen und die Details werden wir natürlich trotzdem besprechen. Jetzt haben wir gewonnen und dann fahre ich nach Hause und freut man sich natürlich, man ist entspannt und dann gucke ich wirklich nochmal unser Spiel an, gucke auch wirklich alle anderen Spiele, kann das so genießen, auch mit 3 Punkten. Fahre nochmal runter, dann wirklich, nehme mir auch die Zeit, das nochmal alles anzugucken. Wenn wir nicht so erfolgreich sind, dann ist es sehr anders, dann will ich nichts anderes sehen und dann bin ich auch nicht so gut gelaunt. Aber ich versuche dann trotzdem, wenn ich zu Hause bin und meine Family ist noch wach, wenn wir nicht so spät zu Hause sind, das auch nicht so mega nah an mir ranzulassen. Tschüss zusammen, die Herren.